Ihr seid alle großartig. Ihr seid großartig deswegen, weil ihr hier seid. Weil hier zu sein, ist schon ein bisschen ein Zeichen. Ja. Wir sind auf dem richtigen Weg und wenn ich da rausschaue, dann sehe ich jetzt erst, wie viele Leute da sind und das ist ein kompletter Wahnsinn. Es ist so, ich bin Geschäftsführerin, einer von 3 von der Nice Shops. Ich tue nicht gern gendern, das heißt, ich nutze oft die weibliche Form. Die Männer sind mit gemeint. Gell? Ihr verzeiht mir das, wenn ich da nicht immer dann stimmig unterwegs bin. Ja, als einer von 3 Geschäftsführerinnen fühle ich mich heute nicht ganz so wohl. Warum? Ich erkläre es euch. Weil ich bin ein bisschen außerhalb meiner Komfortzone. Meine Komfortzone ist E-Commerce, meine Komfortzone ist Digitales und meine Komfortzone ist definitiv nicht die Inklusion. Wenn ich da reinschaue, gibt es so viele Menschen, die viel Klügeres, viel Wertvolleres und wahrscheinlich viel Schlaueres zu berichten haben über Inklusion als ich. An der Stelle muss man noch einmal sagen, was der Martin Essl mit dem Team geschaffen hat, das ist unglaublich. Das ist jeden Tag zu bewundern. Jeden Tag die Gesellschaft besser zu machen. Das ist eine Aufgabe, die irrsinnig schön ist, aber dafür muss man wirklich Danke sagen, Martin Essl. Was macht eigentlich Nice Shops? Wer sind wir? Kurz muss ich mich erklären. Wir haben ein Gender Pay Gap von etwa 11%, verursachen 2.500 Tonnen CO2, machen 200 Millionen Euro Umsatz und machen 2,5 Millionen Pakete. Deswegen freut sich die Post auch, dass wir hier sind. Und ich freue mich, dass ich bei der Post sein kann. Die Post ist ein Unternehmen, das sich so toll weiterentwickelt hat in den letzten Jahrzehnten. Ich kann mich erinnern, vor vielen, vielen Jahren hat, glaube ich, der Gerdes, DHL-Vorstand, kann es sein, der hat gesagt, vor Amazon braucht man keine Angst haben. Das ist kein Problem. Ja, die paar Backeln, die schlicht man schon. Und ich glaube, der Bölzl hat gesagt, ein bisschen sollten wir da hinschauen. Ja? Und diese Kultur des Aufpassens, Achtsamsein, das hat die Post wirklich weiterentwickelt. Und die Post ist, glaube ich, zumindest aus meiner Wahrnehmung, hat sie weit entfernt von dem, was sie war vor 25 Jahren. Und dafür möchte ich euch gratulieren. Und auch zu dem wunderschönen Haus. Ich habe sozusagen über Inklusion gar nicht so viel zu sagen, sondern über das, was ich glaube, was wichtig ist, was für Unternehmen entscheidend ist in diesen Zeiten. Nämlich zu diesen Dingen zu stehen und ein Commitment zu geben. Und wir geben das Commitment zur Nachhaltigkeit in allen Bereichen. Weil es uns wichtig ist und weil wir glauben, dass es richtig ist. Unsere Kultur ist ganz unterschiedlich. Eine Unternehmenskultur zu schaffen, das geht ja nicht von heute auf morgen. Eine Unternehmenskultur musst du leben, du brauchst Jahrzehnte, du brauchst Jahre, bis es funktioniert. Ich kann mich erinnern, wie die ersten Angestellten und Kolleginnen gehabt habe im Unternehmen, die zu mir zum Schreibtisch gekommen sind und gesagt haben und mich Dinge gefragt haben. Da habe ich das erste Mal in meinem Leben brilliert. Ich habe das erste Mal in meinem Leben so eine richtige Antwort gegeben. Nämlich die Frage gestellt, wie würdest das du denn machen? Und die Kollegin hat gesagt, so und so und so würde ich es machen. Und ich habe gesagt, so machen wir es. Und das habe ich 3 Jahre lang gemacht. Und irgendwann, nach 2, 3 Jahren, sind die Kolleginnen am halben Weg zu meinem Schreibtisch umgedreht und haben den Kopf gebeitelt. Ja? Und haben gewusst, die brauchen nicht mehr zu mir. Und das war die Geburtsstunde der Selbstorganisation in unserem Unternehmen. Das war die Geburtsstunde vor 20 Jahren, mittlerweile glaube ich, oder vor 15 Jahren, von Holacracy bei Nice Shops. Und die Geburtsstunde einer gewissen Kultur. Einer Kultur, die sagt, was will ich eigentlich als Geschäftsführerin von meinen Kolleginnen haben? Und was will ich selber als Geschäftsführerin? Ich will in der Früh in mein Unternehmen gehen und einen guten Kaffee trinken. Und jetzt habe ich die wunderbare Idee gehabt, dass ich diesen Kaffee auch den anderen Kolleginnen zur Verfügung stelle. Und
wenn ihr schaut in unsere Wirtschaft, wenn ihr schaut in euer Leben und wenn ihr in Werkshallen reingeht, dann gibt es da noch immer den Grindkaffee, wo sich Mitarbeiterinnen um 40 Cent aus dem Plastikbecher das einschenken dürfen. Und es gibt dann in der Chefetage den Espresso aus der Siebträgermaschine. Und jetzt sage ich euch, das ist ein Symbol. Es ist völlig unwichtig, bin ich d'accord. Aber es ist ein entscheidendes Symbol, wie denke ich über Menschen, wie gehe ich mit Menschen um. Und die Leute kriegen das mit und sie denken es mit. Und genauso gibt es ganz, ganz viele wirtschaftlich sinnvolle Themen, die man sich anschaut, welche Symbole kann ich machen, habe ich mich immer gefragt. Was können wir machen als Unternehmen? Nice Shops. Wir haben dann gesagt, wir machen ein Mittagessen kostenlos. Nicht, weil wir so nett sind, sondern weil es hochgradig sinnvoll ist, dass meine Kolleginnen im Unternehmen bleiben und über das Unternehmen diskutieren und da Probleme lösen. Das kann man gar nicht bezahlen. Das macht einfach Sinn. Es macht Sinn, dass es meinen Kolleginnen gut geht. Es macht Sinn, dass ich Symbole mache, damit die Leute verstehen. Ich habe zum Beispiel vor meinem Unternehmen einen Beachvolleyballplatz. Ich spiele selber nicht Beachvolleyball, aber ich habe mir gedacht, das ist ein cooles Symbol, weil in der Südoststeiermark haben es nicht so viele Unternehmen Beachvolleyballplätze. Das geht rein. Das verstehen Menschen, dass das anders ist. Und wir haben mit Menschen immer anders gedacht. Und das ist ein Fundament des wirtschaftlichen Erfolgs. Wenn ich an eine liebe Kollegin von mir denke, mit der ich selber zusammengearbeitet habe, sie war Architektin und hat maßgeblich Nice Shops geprägt. Sie hat geprägt, wie es bei uns ausschaut. Sie hat geprägt, wie die Leute, was für ein Umfeld die Leute haben. Da war sie verantwortlich. Sie hat aber auch schwere Depressionen gehabt. Sie hat schwere Depressionen gehabt seit ihrer frühen Kindheit. Und teilweise auch manische Schübe. Das war eine super Herausforderung für mich, mit ihr zu arbeiten. Ja. Und wir haben viele, viele Jahre zusammengearbeitet. Es waren, glaube ich, 4 Jahre. Am Ende hat sie sich das Leben genommen. Das war für mich ein großes Scheitern. Klar, ja. Aber auch ist es Inklusion, dieses Scheitern zuzulassen. Dann wieder aufzustehen, weiterzumachen. Weil die Kollegin hat mir alle paar Monate gesagt, wie schön es ist, das erste Mal einen Arbeitsplatz mit 35 zu haben, wo man arbeiten kann, wo man leisten kann. Dass sie das erfüllt, das erste Mal in ihrem Leben erfüllt sie die Arbeit. Das hat mich natürlich schon geprägt. Auch klar, das prägt jeden. Ja. Es macht unendlich traurig, dass es dann so ausgeht, weil es ist halt nicht immer alles nur Gaudium. Ja. Das Leben ist nicht immer nur schwarz und weiß. Wir jetzt, das sind ja immer gerne schwarz und weiß, weil das cool ist. Damit kommst du in die Medien. Mit Grau kommst du nicht in die Medien. Du kommst nicht in die Medien, wenn du als Unternehmen, so wie wir sagen, wir lassen Homeoffice zu, weil wir finden es cool. Ja, das ist unterschiedlich, aber es ist nicht, geht nicht überall. In manchen Abteilungen geht es, in manchen Kreisen geht es nicht. Es ist ganz unterschiedlich. Mit der Botschaft kommst du nicht in die Medien. Du kommst mit der Botschaft in die Medien, wenn du sagst, du holst jetzt alle aus dem Homeoffice zurück, weil das ist ein Scheiß. Damit kommst du in die Medien. Aber darum kann es nicht immer gehen. Ja, wir wollen auch grau sein, weil grau ist genauso wichtig. Für uns, und das war für mich ganz schnell klar, hat Inklusion eines bewirkt. Also wir haben uns dann jetzt zum Beispiel, wenn man unser Logistikzentrum anschaut, 170 Kolleginnen in der Logistik. 10% davon sind Menschen mit Behinderungen, teilweise auch schwerbehindert. Das heißt, ich muss achtsam sein. Ich muss hilfsbereit sein. Ich muss aufpassen. Und das Coole ist jetzt, dass das Logistikzentrum
einer der effizientesten Logistikzentren Europas ist in der manuellen Abwicklung. Das ist richtig cool. Und es ist sicher auch wegen der Inklusion. Und das macht wirklich Freude. Wenn ich auf mein Unternehmen schaue, dann habe ich einen super einfachen Zugang. Warum ich die Dinge mache und so wie ich sie mache, hat einen Hintergrund. Ich sage, ich will, dass meine Kolleginnen am Abend nichts wieder heimgehen. Ich will, dass meine Kolleginnen am Abend nicht ihre Ehepartner, ihre Eltern, ihre Kinder auswidern. Wenn ich das schaffe, dann habe ich ganz viel erreicht. Dann habe ich ein paar tausend Menschen erreicht. Obwohl wir nur 400 sind jetzt. Dann habe ich ein paar tausend Menschen erreicht. Und das ist ja kein großer Anspruch. Ist das jetzt ein großer Anspruch? Ich rufe euch alle auf, wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut, dass die Welt so ein bisschen besser macht. Schaut auf die Inklusion, schaut, dass Menschen mit Behinderung ausstehen. Das ist so wertvoll für die Unternehmen. In dem Sinne sage ich, danke fürs Zuhören.